Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es wieder einmal um Endometriose-Operationen. Und zwar, warum man sie nicht machen soll. Heute geht es um die neue Guideline der ESHRE, der Europäischen Fachgesellschaft für Reproduktionsmedizin und einer der bedeutendsten Fachgesellschaften weltweit für dieses Thema, die 2022 neu erschienen ist. Es gibt immer noch viele Ärzte, die behaupten, eine Endometriose könne man einzig mit einer Operation mit einer Bauchspiegelung nachweisen. Das ist schlicht und ergreifend falsch und das steht jetzt auch offiziell in dieser ESHRE-Guideline von 2022. Dieser Punkt ist bereits als erster in der Übersicht der Änderungen zur Vorgängerversion von 2014 hervorgehoben. Eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung, ist nicht mehr der Goldstandard zum Nachweis einer Endometriose. Diese Aussage stützt sich wesentlich auf eine Studie von 2008, die ich euch hier ein bisschen genauer vorstellen möchte. In dieser Studie wurden aus einer britischen Datenbank 5500 Frauen mit Endometriose ausgewertet und als Kontrolle und Vergleich die vierfache Menge an Frauen ohne Endometriose. Es wurde verglichen, welche Symptome, welche Beschwerden vorkommen bei Frauen mit Endometriose gegenüber den Frauen, die keine Endometriose haben. Folgende Symptome wurden ausgewertet: Menstruationsschmerzen, Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Sex, Bauchschmerzen, verlängerte Menstruationsblutung, andere Menstruationsprobleme, Schmerzen auch zwischen den Menstruationsblutungen, Unfruchtbarkeit oder eingeschränkte Fruchtbarkeit, ein Reizdarmsyndrom, Verstopfung, Blutung aus dem Anus, Schmerzen beim Stuhlgang, Blasenentzündungen, aufsteigende Infekte des Harntraktes, Schmerzen beim Wasserlösen, Entzündungen im Unterbauch, vermehrter vaginaler Ausfluss, Eierstockzysten, Schmerzen im Bereich der Eierstöcke, Spannungsschmerzen vor der Menstruation, Brustschmerzen, Blutungen nach dem Sex, Rückenschmerzen und Depression. Und das ist dabei herausgekommen. Auf der linken Seite in dieser Tabelle seht ihr die Anzahl Symptome, also die Anzahl der Beschwerden, die vorgekommen sind bei einer Frau. Und auf der rechten Seite seht ihr das sogenannte relative Risiko. Das relative Risiko sagt, wie viel wahrscheinlicher es ist, dass in einer Gruppe von Patientinnen eine Problematik vorkommt gegenüber einer Gruppe, die die Erkrankung nicht hat. Und das Ergebnis ist nicht nur klar, sondern extrem klar. Das sind extrem hohe Zahlen eines relativen Risikos, die ihr kaum in anderen Studien in dieser Höhe finden werdet. In der Medizin ist bereits ein relatives Risiko von 2, also die doppelte Wahrscheinlichkeit, dass etwas vorkommt, schon ein sehr deutliches Ergebnis. Medizinische Studien bewegen sich häufig im Bereich eines relativen Risikos von 1 bis 2 und das ist schon häufig relativ deutlich. Aber hier beginnt es mit dem Faktor 5. Bereits bei Vorliegen eines Symptomes ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Endometriose vorliegt, 5-fach höher. Und das geht munter hoch bis 7 Symptome mit einer 85-fach höheren Wahrscheinlichkeit, dass eine Endometriose vorliegt, gegenüber Frauen, die keine Symptome haben. Anhand dieser Studie ist also mehr als klar dargestellt, dass Frauen mit Endometriose in der Regel alleine anhand der Symptome der Beschwerden erkannt werden können. Es ist also wirklich an der Zeit, dass wir endlich mehr an Endometriose denken und diese Daten, die wohlbemerkt schon 2008 publiziert wurden, endlich wahrnehmen und umsetzen. Also, lasst euch nicht operieren, nur um herauszufinden, ob eine Endometriose vorliegt. Das ist praktisch nie notwendig. Natürlich kann es Sinn machen, für eine Endometriose zu operieren, aber nur um herauszufinden, ob es eine ist, ist eine Operation nicht sinnvoll. Nun wisst ihr Bescheid. Und gerade in diesem Punkt ist es extrem wichtig, Wissen ist Macht. Teilt dieses Wissen mit euren Freundinnen und Freunden, damit auch sie Bescheid wissen. Und natürlich gebt mir ein Like und ein Abo. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.